Servus, schön, dass du wieder da bist. Heute zeige ich dir, wie du Volleipulver ganz einfach selbst herstellen kannst. Das ist nicht nur praktisch, wenn du mal keine Eier zur Hand hast, sondern auch ideal für eine Vorratshaltung oder auch für unterwegs. Sei es für Outdoor oder auch für Notzeiten, selbstgemacht weißt du genau, was drin ist. Und es passt perfekt in eine genussvolle, nachhaltige Küche. Für die Herstellung ist es besonders wichtig, ausschließlich frische Eier zu verwenden, um das Risiko einer möglichen Salmonellenbelastung zu minimieren und somit ein sicheres und qualitativ hochwertiges Endergebnis zu erhalten. Hier geht es bewusst nur um die Herstellung des Volleipulvers, nicht um die Verwendung dessen. Die Eier müssen zwar nicht ganz so frisch sein wie von mir hier gezeigt, jedoch achte darauf, dass die Eierschalen keine Beschädigungen aufweisen und prüfe sie gründlich vor der weiteren Verarbeitung. Ich empfehle sogar die Verwendung von Bio-Eiern direkt vom Erzeuger, denn diese stammen wirklich von Hühnern, die artgerecht gehalten worden sind und auch ökologisch erzeugtes gentechnikfreies Futter erhalten. Das sorgt nicht nur für eine höhere Qualität der Eier, sondern sorgt auch für einen bewussteren Umgang mit Umwelt und dem Tierwohl. Für mich persönlich einer der wichtigsten Schritte in einem nachhaltigen Genuss. Nachdem das Arbeitsmaterial gründlich gereinigt ist, schlage ich 10 Eier auf und gebe diese ohne weitere Umwege in meinen Mixer. Wichtig zu wissen ist, dass in rohen Eiern immer das Risiko einer Salmonelleninfektion besteht, die zu sehr unangenehmen Beschwerden führen kann. Deswegen ist es wichtig, auf die richtige Lagerung und natürlich eine gründliche Hygiene zu achten. Vermixe das Ei gründlich miteinander, damit sich das Eiweiß und das Eigelb vollständig miteinander vermischt und eine gleichmäßige glatte Masse entsteht. Dies sorgt für eine bessere Konsistenz und auch eine gleichmäßigere Verarbeitung. Die Eiermasse sollte dann genauso aussehen, wie du es bei mir sehen kannst. Die Trocknung der Eier sollte in Gefäße erfolgen, die eine einfache Entnahme ermöglichen. Flache Behälter mit breiter Öffnung sind dabei ideal. Und um das Ankleben zu vermeiden, kannst du den Boden mit Backpapier auslegen, genauso wie du es bei mir siehst, sodass du das Volleipulver später problemlos auch lösen kannst. Wie du sehen kannst, gebe ich eine etwa 2 bis 3 mm dicke Schicht Ei in die Behälter und verteile diese gleichmäßig, sodass alles am Ende gut trocknen kann. Heize den Backofen auf etwa 50 bis 60 Grad hoch und gebe die Eier zur Trocknung entweder in den Backofen oder sogar in deinen Rührautomaten. Die Trocknung erfolgt in der Regel für etwa 5 bis 8 Stunden, je nach Dicke der Schicht und natürlich auch der Luftfeuchtigkeit. Stecke einen Holzstab in die Backofentür, damit die Feuchtigkeit entweichen kann und das Ei gleichmäßig trocknet. Nach fast 5 Stunden ist das Ei bei mir fast vollständig getrocknet und liegt brüchig auf dem Backblech, wie du sehen kannst. Sollte es so noch nicht bei dir aussehen, lass es bitte länger trocknen, denn sollte sich noch Restfeuchtigkeit im Ei befinden, besteht die Gefahr, dass sich Salmonellen oder auch Schimmeln entwickeln können. Deswegen stelle bitte sicher, dass das Ei hygienisch einwandfrei ist und so auch lange haltbar bleibt. Deswegen schütte ich das gesamte Trockenei zusammen und gebe es nochmal für etwa 2 Stunden in den Backofen. Wichtig ist dabei, es wieder gleichmäßig zu verteilen, so wie du es bei mir sehen kannst. So stelle ich dann nach weiteren 2 Stunden sicher, dass das Ei vollständig getrocknet ist. Es ist brüchig und fühlt sich auch sehr trocken an. Gebe ich es zurück in den Mixer, um es zu einem feinen Pulver zu verarbeiten. Das lasse ich auf der Stufe Crushed Ice durchführen, um das Ei so zu einem Pulver zu verarbeiten zu lassen.
So fein sollte das Pulver nun aussehen. Da sich dennoch gröbere Stücke zeigen können, siebe ich das Ei durch ein feines Sieb und verarbeite die körnigen Stückchen erneut im Mixer, um es gleichmäßig zu zerteilen und dann wieder erneut zu sieben. So erhält man wirklich ein ganz feines und gleichmäßiges Pulver. Letzten Endes kannst du alles genauso machen, wie ich es dir vormache, denn so wirst du dir am leichtesten tun. Nach dem finalen Mixen und Sieben verteile ich das Volleipulver nochmals auf dem Backblech und gebe es für etwa eine Stunde bei 50 bis 60 Grad in den Backofen. Damit keine Restfeuchtigkeit mehr enthalten ist, so stelle ich sicher, dass das Pulver lange haltbar bleibt. Stelle dir deine ausgekochten Einmachgläser bereit, damit du das fertige Volleipulver sauber und sicher abfüllen kannst. Hier will ich dir einfach nur noch mal zeigen, wie feinkörnig das Ganze jetzt ist. Fülle nun das Pulver ganz unkompliziert in deine Einmachgläser. Um die Haltbarkeit zu maximieren, solltest du es an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von direkter Sonneneinstrahlung und natürlich von jeglicher Feuchtigkeit. Ein luftdichtes Einmachglas ist somit ideal, um das Pulver möglichst lange frisch zu halten und ist bei der richtigen Lagerung sogar mehrere Monate haltbar. Es sollte jederzeit gut verschlossen sein, um Feuchtigkeit und Schädlinge fernzuhalten. Und wenn du das Pulver noch etwas länger aufbewahren möchtest, kannst du es auch im Gefrierschrank lagern, um die Frische noch etwas zu verlängern. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Selbermachen. Lass es dir gut gehen. Bis demnächst. Pfiat.